warum ich die Demonetarisierung von Proletopia nicht gutheiße. Das erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Moin, ich bin Keksus und heute wollte ich euch eigentlich ein Video machen zur Killerspieldebatte. Doch der YouTuber Gaming-Gelehrter ist mir tatsächlich zuvorgekommen und hat ein sehr starkes Video rausgehauen zu dem Thema. Daher hat es für mich keinen Sinn mehr gemacht, zu dem Thema ein Video zu machen. Ich habe euch in der Videobeschreibung das Video verlinkt. Schaut es euch an, es ist extrem interessant. Da der Platz für dieses Video hier jetzt frei geworden ist, habe ich mir gedacht, ich greife mal ein sehr aktuelles Thema auf, was mich beschäftigt, und zwar die Demonetarisierung von Proletopia. Proletopia passt eigentlich nicht wirklich in mein Kanalthema hinein. Jedoch finde ich es wichtig, euch davon zu erzählen, weil man hier einem Streamer die Lebensgrundlage von heute auf morgen entzogen hat. Aber wer ist Proletopia eigentlich? Proletopia ist ein großer Streamer und YouTuber im Bereich Politik und Reaction. Vor ungefähr 2 Jahren hat Proletopia noch so Aussagen gebracht wie diese hier. Du kannst sagen, gleich anzeigen, Bruder. Aber das ist eine Straftat, jemanden dumm nennen. Er selbst steht heute nicht mehr hinter den Aussagen. Es ist ihm aber hoch anzurechnen, dass er die Videos von damals nicht einfach runtergenommen hat, sondern zu den Sachen steht, die er gemacht hat. Zudem hat er immer gesagt, dass er ein Teil dieser Bubble war. Und er hat sich auch bei all denen entschuldigt, die er damals kritisiert hat. Die Bubble, zu der Proletopia einst gehörte und die er heute kritisiert, die bezeichnet er als die Pseudolinken. Die Pseudolinken dürftet ihr vor allem durch den Hogwarts Legacy Boykott kennen. Und natürlich kann die Bubble ihn heutzutage nicht mehr so gut leiden. Alles, was ihr gegen mich gemacht habt, ist dokumentiert. Bruder, ich bringe ein ganzes fucking Buch über euer Mobbing und eure Drohungen. Bro. Die heutigen Streams von Proletopia zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass er sich streng an die Twitch-Toss hält und er seinen Chat sauber hält. Also Beleidigungen werden im Chat durchs Band weg gelöscht. Er trifft auch Aussagen wie diese hier. Aber was willst du machen, wenn diese Person so auf dich zukommt? Was willst du tun? Ich finde es nicht in Ordnung, dann mit Mobbing zu antworten. Finde ich nicht cool. Und es ist ihm ehrlich gesagt so ziemlich egal, ob jetzt Rechte, Linke oder eher Mittige in seinem Chat sind. Es sind alle willkommen, solange sie nicht beleidigen. Und jetzt ist am 6. März 2024 Folgendes passiert. Um 22:48 Uhr bekamen alle Abonnenten von Proletopia, mich eingeschlossen, eine E-Mail von Twitch, dass unser Abo gekündigt wurde. Meines wurde auf den 15. März gekündigt, ist also inzwischen ausgelaufen. Um 22:48 Uhr war Proletopia noch live. Ungefähr eine halbe Stunde später haben die Zuschauer während des Streams bemerkt, ich kann Proletopia laut Twitch nicht mehr abonnieren. Und tatsächlich, bei mir ist auch der Abo-Button verschwunden. Was? Dein Sub-Button ist auch weg? Was? Hä? Was? Twitch hat gerade random ein Sub bei dir storniert und lässt nicht mehr, dass ich es wieder aktiviere. Bits gehen auch nicht. Was? Twitch will dir die Monetarisierung abdrehen? Was? DMCA Karl Strike? Nein, ich habe keinen DMCA Strike. Ich wurde entmonetarisiert? Was? Ich habe Partner verloren. Was? Ich habe tatsächlich Partner verloren. Was? 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 Was soll der Scheiß, Alter? Die haben hier den Kanal demonetarisiert? Moment mal, hä? Was ist das für ein Scheiß? Aha. Kurze Zeit später hat sich dann herausgestellt, dass Twitch Proletopia den Partner entzogen hat und die Monetarisierung. Diese E-Mail ist das hier. Die sagt, Hi Erwin, this is to confirm your partner agreement has terminated as of 6.3.2024. Also mein Partnervertrag ist zu Ende. Bitte kontaktiere uns
auf Help Twitch TV für weitere Assistenz. Ja. Okay, Partnership Removals. Die haben mir einfach den Partner entfernt. Die Community von Proletopia hat dann während den darauffolgenden Tagen eine unglaubliche Solidarität bewiesen und mittels Geldspenden dafür gesorgt, dass er sich erstmal keine Sorgen machen muss, dass er die Miete nicht zahlen kann. Es gab dann Gerüchte, dass Proletopia das Steuerinterview nicht ausgefüllt hat. Das kam hauptsächlich von der pseudo-linken Ecke. Das konnte allerdings widerlegt werden durch den Streamer Hugo, weil der tatsächlich sein Steuerinterview nicht ausgefüllt hat. Wichtige Durchsage, liebe Freunde. So, ich wollte noch mal eine ganz interessante Sache sagen zu deiner Demonetarisierung. Ich habe mir jetzt alles angeschaut und einige meinten ja, du hättest das DRC7-Formular einfach nicht ausgefüllt und dass das der Grund wäre dafür, dass du demonetarisiert wurdest. Wo ich ganz klar sagen kann, das stimmt einfach nicht. Also mir ist das nämlich tatsächlich passiert. Ich habe im Herbst, das müsste Anfang November gewesen sein, diese Meldung ein paar Mal weggeklickt und irgendwann war ich dann demonetarisiert. Man konnte mir keine Subs und Bits mehr schicken und als ich dann in die Affiliate-Einstellung gegangen bin, hieß es, dass ich dieses DRC7-Formular ausfüllen muss. Ich habe da drauf geklickt, habe das ausgefüllt und ja, dann war sofort wieder alles da. Ich habe auch keine E-Mail bekommen mit, dass ich irgendwie dass mein Partner terminiert wurde oder sowas oder Affiliate, sondern es war einfach, es ging nicht, es war blockiert, die Zahlungsmethoden und sobald ich dann das ausgefüllt hatte, war es auch sofort wieder da. Also kann ich schon mal definitiv sagen, es liegt nicht an DRC7, dass du deine Monetarisierung verloren hast. Und zum anderen hat Proletopia die Auszahlung erhalten von den Abos von Twitch, die noch liefen. Aber was ist jetzt eigentlich meine Meinung dazu? Nun, das Erste, was mir bei der Sache aufgefallen ist, ist, dass die Ereignisse rund um Proletopia mich sehr stark an die Ereignisse rund um Blacktime erinnert haben. Es gab zum Beispiel Parallelen, als Blacktime den Yellowbeard bekommen hat, den Rare dann später zurückgezogen hat, haben sich einige der Gegner von Blacktime gefreut über den Yellowbeard. Und bei Proletopia ist sowas ganz Ähnliches passiert. Es gab nämlich Leute, die sich gefreut haben, dass er die Monetarisierung verloren hat. In beiden Fällen gab es auch ein starkes Framing. Daher kam auch das Gefühl, dass sich die Fälle so ein bisschen ähneln. Und dann habe ich mich einfach auch gefragt, wie kann es sein, dass einem Streamer, der vom Streamen lebt, einfach so die Lebensgrundlage von Twitch entzogen wird. Ich meine, gut, dass man diese Dinge fürs Buch verwenden kann und hin und her, aber Tatsache ist einfach, wovon soll ich leben? Ohne weitere Begründung, ohne irgendwas. Proletopia hat ja nichts gemacht. Und das sehe ich als den eigentlichen Skandal. Sie wollten ihm ja nicht mal helfen, die Monetarisierung wiederzubekommen. Twitch Support kann nicht, das heißt und zwar fett gedruckt, weitere Informationen oder dir assistieren mit deinem Request. Als Creatorin empfinde ich das als höchst bedenklich, wenn Twitch willkürlich Kanäle bannt, wie bei KuchenTV, oder bei Kanälen einfach die Monetarisierung einzieht. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der Sache. Im Abspann habe ich euch noch den Twitch-Streamer-Tipp. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf See. Euer Kexus.